Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, in dem heutigen Video wird es auf jeden Fall wieder etwas mehr Talk-lastig werden. Das Gameplay stellen wir mal diesmal eher hinten an, denn ich muss mich auf jeden Fall auf das, was ich denn so ein bisschen erzähle, dann auch drauf konzentrieren. Ich lasse mal ein paar Dungeon Tries oder sowas im Hintergrund laufen. Auf jeden Fall, ja, habt ihr es im Titel bereits bestimmt schon gelesen. Es geht um die Twitch-Drops, ja, das leidige Thema mit den Twitch-Drops. Ich hatte ja jetzt im Januar tatsächlich fast gar nicht gestreamt gehabt, da ich ja im Urlaub gewesen bin und auch viel auf YouTube mit den ja, Videos, hauptsächlich mit Playa und auch das Tiervideo jetzt im Dezember, Januar zu tun hatte. Und jetzt bin ich seit Februar wieder aktiv auf Twitch am Start und ja, mache das natürlich auch nach wie vor gerne. Ich hatte halt vorher nur nicht die Zeit dazu gehabt, aber jetzt, wo ich halt wieder so seit einem Monat, sag ich mal so ungefähr, wieder sehr aktiv auf Twitch unterwegs bin und das natürlich auch beibehalten möchte, ist mir wieder sehr stark aufgefallen. Eine Thematik kristallisiert sich immer wieder in jedem Stream ja, aus dem Chat heraus auf, und das ist halt eben diese Drop-Thematik. Und da möchte ich heute in dem Video mal so ein bisschen Klarheit schaffen, ein bisschen Klartext sprechen und so mal ein bisschen vielleicht diese ganzen Fragen aufräumen, die wirklich in jedem Stream zukommen und nicht nur auf mich, sondern das betrifft ja auch wirklich alle anderen Streamer, die keine Drops momentan gerade haben. Für die Leute ist es eine, ja, sehr belastende Situation, sich in fast jedem Stream dieser Frage zu stellen, so, und immer wieder wird dieses Thema aufgemacht und deswegen dieses Video heute hier. Ja, es kommen immer wieder, also es kommt mindestens, seitdem ich jetzt wieder aktiv am Start bin und davor auch schon, kommt mindestens einmal pro Stream die Frage: Wann Drops? Hast du Drops? Warum hast du keine Drops? Ja, ne, wann bekommst du die und alles Mögliche, ne, warum, wieso, weshalb, so, es ist immer wieder das Gleiche, so, ne, nicht nur für mich, sondern halt eben auch für alle anderen Streamer, die halt eben keine Drops haben auf Twitch, mindestens einmal pro Stream, wirklich mindestens einmal pro Stream, und das ist halt eben eine Thematik, wo halt eben für die Zuschauer sehr viel Unklarheit ist, so, wonach wird das sortiert, wer hat das Anrecht darauf, was ist das mit den Drops und den Droplets und so, ne? Und da möchte ich auf einmal erstmal so beim Anfang, beim Ursprung sozusagen anfangen. Die Drops, die ihr halt eben so kennt, sind halt wie gesagt unterteilt in Drops und Droplets, ne? Und diese Droplets sind jetzt halt eben neu mit dazugekommen. Die Drops, die normalen Drops, wurden damals, als das Ganze aufkam, einer Handvoll Streamer ausgehändigt, als quasi als Dankeschön für die lange Arbeit, den Support, den sie auf Twitch geleistet haben, und halt eben als kleines Dankeschön dafür, dass sie sich halt eben so einsetzen für das Spiel. Und da haben halt eben eine Handvoll Creator dort damals halt eben diese Twitch-Drops bekommen, ohne irgendwelche, ja, extremen Anforderungen zu erfüllen oder so, ne? Das ist heutzutage ein wenig anders. Jetzt habt ihr vielleicht schon gehört von diesen Tiersystemen, die rauskamen für die Creator, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Und da wird momentan ja im Hintergrund viel dran gearbeitet und viel analysiert, wer für was berechtigt ist und so, ja. Lange Zeit war das Ganze halt unreguliert mit diesen Twitch-Drops, und man wusste nicht ganz genau als Creator, was muss ich jetzt dafür machen, was ist jetzt, ne, was ist jetzt so Phase so, ne? Also wir waren auch lange Zeit auf jeden Fall dort eben so in dem Thema, okay, muss ich da jetzt einfach anfragen. Ich persönlich hatte, als ich auf Twitch gestartet hatte, dort jetzt nicht nachgefragt und nicht, ja, großartig angefragt wegen den Twitch-Drops. Ich wollte halt einfach das dann auf mich zukommen lassen und gucken, wie das dann nachher reguliert wird. Ja, und jetzt ist das halt eben so reguliert, dass man halt eben
dieses Tiersystem hat, wonach Creator halt eben eingerankt werden, so, ne? Das ist auch alles transparent, ne? Ihr wisst ja, welches Tiersystem, welche Anzahl an Pilzen wir bekommen als Creator, so, ne? Das ist ja alles öffentlich und transparent, deswegen rede ich jetzt auch über nichts, worüber ich jetzt nicht reden dürfte, so, und diese Twitch-Drops, die werden halt eben diesen Tiersystemen auch gut geschrieben, jetzt seit neuestem, ja, in einer gewissen Art und Weise. Und zwar gibt es bei Tier 1 Set gar nichts, außer halt das Preset, so dieses Sponsoring an Pilzen, die kostenlose Pilzen, die man erhält. Auf dem Tier 2 System hat man die Möglichkeit auf Droplets. Darüber komme ich aber jetzt noch gleich zu sprechen. Und in dem Tier 3 System hat man halt die Option auf die regulären, normalen Twitch-Drops, was halt eben jetzt so, ne, die höher kategorisierte Version davon ist. So, jetzt war es lange Zeit so gewesen, dass man diese Option auf diese Droplets, sag ich mal, in Tier 2 missinterpretiert hatte, weil wir als Creator gedacht haben, okay, man kann jetzt so großartig sich das quasi verdienen, aber das ist nicht, dem ist nicht so. Ja? Also ihr werdet niemals einen Creator aus der Shakes and Fidget Szene sehen, der sich irgendwann diese Droplets verdient, weil diese Droplets ist quasi eine Testreihe über eine Marketingagentur, sag ich mal, für Creator außerhalb der SF-Szene, die dann halt eben diese Droplets bekommen, um halt eben neue Spielerschaft auf das Spiel zu bringen. So, das ist jetzt nichts, was sich so, sag ich mal, gestandene Creator aus der eigenen Szene so mäßig verdienen können, sondern das ist ausschließlich für Leute, wo eine Agentur hintersteckt und halt eben so eine Marketingkampagne. Das sind quasi die Droplets. Das heißt, selbst für mich, der jetzt halt eben in dieses Tier 3 System gerankt worden ist, sind die Droplets stehen die nicht zur Verfügung, weil ich halt eben keine Marketingagentur im Hintergrund habe. Ich bin komplett self-made, ich habe keinen Manager, ich habe keine Agency, ich habe da quasi nichts so. Ne? Ich bin nirgendwo irgendwie registriert, ich mache so mein eigenes Ding schon seit eh und je auf YouTube und auf Twitch und überall im Social Media Bereich so. Und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt nicht das Anrecht, die Droplets zu bekommen und auch keiner weiter aus der Shakes and Fidget Szene. Ja, es kann sein, dass nochmal neue hinzukommen, aber die kommen dann halt von außerhalb. Deswegen habt ihr momentan so auch dieses Verhältnis auf Twitch, dass vielleicht so 1, 2 Streamer sich das so zunutze gemacht haben und dann halt eben von diesen Droplets selber auch profitieren, weil die halt eben dadurch mehr Zuschauer dann halt haben als in ihren regulären Streams, aber dadurch, dass sie halt eben viele von außerhalb kommen und halt eben schon etwas größer sind, sag ich mal, und eine neue Community mitbringen, haben die ja auch dementsprechend ihren eigenen, sag ich mal, Stream-Inhalt und sind jetzt nicht unbedingt von diesen Droplets darauf jetzt so mäßig angewiesen, sag ich mal. Ja? Der eine nimmt es mehr wahr, der andere weniger. Viele nehmen es halt eben aus dieser Versuchsreihe, sag ich mal, jetzt nicht so wahr. Und deswegen sieht man jetzt auch nicht so viele Droplets-Streamer. Was ein bisschen problematisch ist, weil Angebot und Nachfrage ist nicht ganz im Verhältnis. So, das Shakes and Fidget stellt quasi mit den Droplets jetzt, sag ich mal, so ein Angebot dar. Die Nachfrage ist riesig, ne? Aber es kann halt eben nicht komplett gedeckt werden, weil das Angebot an Streamern nicht da ist, beziehungsweise halt eben nur 1 oder 2, worauf sich komplett verlassen wird. Und trotzdem will die Community ja ihr Anrecht darauf haben, regelmäßig die Droplets zu bekommen. So, das läuft ein bisschen momentan nicht vielleicht so nach dem Interessen, sag ich mal, der Zuschauer, weil momentan so wenig Droplet-Streamer gibt und die Leute vielleicht ihre Droplets nicht regelmäßig bekommen. Das ist ja bei den normalen Drops ein wenig anders. Da gibt es ja jetzt mittlerweile schon etwas mehr Streamer, die auch regelmäßiger streamen und sich das halt eben auch so zunutze gemacht haben und halt eben fast täglich online sind und für euch da die normalen Drops bekommen. So, das Ding ist jetzt halt aber bei mir persönlich, also jetzt geht es halt um mich persönlich, sag ich mal so, um erstmal so aufzuklären, okay, was ist jetzt so das Verhältnis mit den Drops und Droplets und so, ne? Dadurch, dass ich ein Anrecht habe, sag ich mal, auf diese Drops,
wurde halt so meine Social Media, wurde dann halt eben, ne, beurteilt, ob ich für das Tier 3 halt eben zulässig bin. Und ja, das ist auch so. Und dementsprechend hatte ich dann mal nachgefragt, ne, weil ich ja dann halt eben in diesem System drin bin, wie es aussieht mit den Drops. Und ja, das ist dann halt eben so gesehen, lassen Sie sich vielleicht so ein bisschen so eine Art kleines Fenster auf für bestimmte Bedingungen, die man dann halt eben selbst erfüllen muss. Und das Problem bei mir ist halt eben, dadurch, dass ich lange Zeit auf YouTube eben gestreamt habe und nicht auf Twitch aktiv bin und damals, als es die Drops gab, ja auch noch auf YouTube immer gestreamt habe und nicht auf Twitch, waren viele zu dieser Zeit, die auf Twitch eben aktiver waren als ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben dadurch ja dann auch die Drops bekommen, weil die ja auch schon lange dabei sind. So, ne? Viele sagen ja von euch, ey, sag mal, du bist auch schon Jahre dabei, du machst jeden Tag irgendwas für SF, ne? Du bist da so aktiv und warum hast du da keine Drops und so, ne? Das sind hauptsächlich die Fragen, womit ich mich immer in den Livestream-Chats beschäftigen muss. Und da muss ich halt immer sagen, so und so ist jetzt gerade so die Lage. Und ja, wie gesagt, ich war halt einfach damals zur richtigen Zeit nicht am richtigen Ort. Ich war zwar da, aber halt nicht am richtigen Ort und das war halt eben auf Twitch, weil ich halt eben immer auf YouTube gestreamt hatte damals noch. Ne? Viele von euch erinnern sich ja, war ja auch sogar relativ erfolgreich, sag ich mal, auf YouTube. Wir hatten damals zum W50 Serverstart ohne Drops, ohne Raids, sondern aus eigener Kraft, sag ich mal, ohne dass die Zuschauer irgendwas dafür bekommen. Außerhalb eben den Inhalt, den die sehen, hatten wir damals zwischen 700 und 800 Viewer Peak gehabt, ohne irgendwelche Drops oder Raids oder sowas, sondern halt eben aus eigener Kraft heraus so, ne? Und das ist halt eben heutzutage auf Twitch ein bisschen schwieriger zu erreichen, weil ich halt nicht so lange auf Twitch aktiv bin. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr auf Twitch und deswegen noch relativ neu und versuchte halt eben das jetzt alles so ein bisschen aufzubauen, weil halt Twitch einfach die bessere Streaming-Plattform aus meiner Sicht ist. Deswegen war der Schritt halt irgendwann früher oder später für mich dann halt eben unerlässlich, darüber zu wechseln. Und jetzt haben wir halt eben Status Quo, dass halt eben aufgrund von meinen YouTube-Channels ich hauptsächlich halt eben in dieses Tier-3-System eingerankt worden bin, aber mein Twitch-Channel halt einfach noch zu jung ist, beziehungsweise halt eben einfach noch zu klein ist, um halt eben diese Anforderungen zu erfüllen. Und diese Anforderungen sind halt eben unter anderem, dass man heutzutage, und das ist halt eben eine Regelung, die jetzt eben neu ist, die war jetzt vorher nicht so gewesen, ja, und nach diesen Spielregeln muss man jetzt halt eben spielen, dass halt eben, ja, du heutzutage für die normalen Drops neben dem Tier-3-System, wo du gerankt werden musst, auch noch zusätzlich on top Twitch-Partner sein musst. Ja? Und das ist eine Bedingung, die war vorher nicht klar gewesen. Die wurde mir jetzt kürzlich erst gesagt. Und ja, das sind halt eben so Sachen, okay, krass. Du musst jetzt erstmal das erreichen, um halt eben das zu bekommen. Früher war es dann vielleicht eben andersrum so gewesen, wodurch man das eine bekommen hat und das andere viel leichter dann natürlich schlussfolgerisch dann halt eben dazu dann auch gekommen ist. Ne? Und das ist jetzt halt eben so momentan der Stand der Dinge. Ich bin halt Affiliate auf Twitch, so, das ist halt eben die leichtere Partnervariante, wo du, keine Ahnung, irgendwie 3 Viewer im Schnitt brauchst, irgendwie ein paar Stunden gestreamt haben musst und ein paar Streams irgendwie im Monat haben musst, irgendwie so, ne? Das ist ja relativ easy zu erreichen. So. Der Twitch-Partnerstatus hingegen ist halt eben ein bisschen schwieriger zu erreichen und da bemühe ich mich jetzt halt eben, dadurch, dass mir halt diese Voraussetzung auferlegt worden ist, diese dann auch zu erreichen aus wieder dann halt eigener Kraft auf Twitch, ne? Um halt eben dann schlussendlich dann nochmal eventuell die Chance zu haben, die Drops dann auch zu bekommen. Ja? Und wer die Regelung kennt für diesen Partnerstatus auf Twitch, der weiß, dass das nicht ganz so einfach ist. Man muss halt eben im Monat 25 Stunden lang gestreamt haben. Man muss an 12 verschiedenen Tagen im Monat online gewesen sein und einen Durchschnitt an Zuschauern von 75 haben, was auch nicht so einfach ist, sag ich mal. Und das muss man halt eben nicht nur einen Monat halten, sondern halt eben auch im besten Falle 2 Monate.
weil Twitch halt eben nicht nur auf diesen einen Monat schaut, sondern halt eben auch danach guckt, ey yo, wann war der Typ dann letzten Monat dann auch so aktiv, und ihr seht das halt dann eben, mindestens 8 einzelne Streams müssen das dann halt eben auch vorweisen können in beiden Monaten, ne? Und deswegen ist das jetzt gerade das, woran ich jetzt arbeite, sag ich mal, auf Twitch, diesen Partnerstatus dann halt eben von Twitch halt eben auch zu bekommen, ohne Drops, und dann halt eben dadurch eventuell die Chance zu haben, die Twitch-Drops dann halt eben so zu bekommen, damit ja, wir dann halt eben noch einen weiteren Streamer haben, eventuell, wo man halt eben ja, zuschauen kann und sich da halt die Drops ja, reinziehen kann. Ne? Das ist halt eben jetzt so das Ding, und das ist das, woran ich arbeite. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dann seid sehr gerne bei den Livestreams dabei, und dann lasst uns das gemeinsam irgendwie erreichen, diesen Partnerstatus hierzu bekommen, damit ich dann halt eben nochmal anfragen kann, wie es dann aussieht, weil das ist jetzt seit neuestem halt eben die Voraussetzung, die man braucht, um halt eben auch die Drops auf Twitch zu bekommen. Ja, für die ganzen Leute, die immer wieder fragen, wie sieht's aus, was ist los, ne? Es war halt sehr viel in der Vergangenheit im Umschwung gewesen. Es war selbst nicht mir ganz klar, und beziehungsweise man hat uns halt eben keine klaren Richtlinien gegeben, was jetzt nun los ist irgendwie, ne? Und deswegen, ja, hatte ich da auch großartig jetzt bei Playa nicht nachgefragt, wie es da aussieht mit den Drops so, ne, und wie es da in Zukunft aussieht. Aber das ist jetzt eben das, woran man jetzt halt eben arbeiten kann, woran man arbeiten muss. Und das ist auch das, oh Gott, woran ich jetzt auch drauf hinarbeite, weil halt wirklich jedes Mal die Thematik im Stream aufkommt mit dem Thema Drops, und wie es da halt jetzt in Zukunft so weitergeht. Ja. Das ist auf jeden Fall jetzt der Stand der Dinge. Es kann sein, dass sich das in Zukunft immer noch mal weiterhin ändern wird, dass es noch mal neue Arten von Drops irgendwie auch geben könnte. Ja, das steht alles im Raum, da ist jetzt nichts Festes so, aber das ist jetzt momentan gerade so der Stand der Dinge. Auch in Bezug so zur Regelung zu den Droplets, denke ich mal, war es auch für einige interessant, ne? Weil es ja dann doch viele Streamer da draußen gibt, die sich das auf jeden Fall verdient hätten, die Drops zu bekommen, und wenn nicht die Drops, zumindest die Droplets zu bekommen, aber das ist halt eben im Moment nicht machbar, so, ne? Ja, damit man damit vielleicht nochmal mit der Thematik so ein bisschen aufgeräumt hat und dann halt eben nicht jedes Mal dann halt eben im Stream kommt, sag mal, warum hast du keine Drops? Ey, du bist doch hier so lange am Start und machst hier so viel, ne? Und jeder kennt dich so mäßig in SF so, ne? Und warum hast du keine Drops? Ne? Du warst bei Playa, ne? Was ist los? Ne? Aber man kriegt halt eben trotz dessen nicht alles so in die Wiege gelegt und muss sich das halt eben, ja, dann trotzdem selbst erarbeiten. Wir waren halt damals nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? Wir hatten damals über 200-300 Streams auf YouTube gemacht. Das ist alles gut, es hat auch alles bei YouTube alles super geklappt, aber das zählt halt eben nicht für Twitch. Und das ist halt eben jetzt so das Ding, ne? Okay, Freunde, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen vielleicht jetzt draus schlauer werden aus der ganzen Thematik. Wie gesagt, war heute sehr talklastig das Video, aber ich denke mal trotzdem interessant vielleicht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da auf jeden Fall dann wollt, dass wir da in Zukunft eventuell auch ein Anrecht haben auf die Twitch-Drops, dann geht sehr gerne in die Videobeschreibung, lasst auf Twitch ein Follow da und ja, seid da bei den Streams immer sehr gerne dabei. Ich versuche so viel wie möglich auf jeden Fall jetzt durchzuziehen, die 2 Monate, damit wir eine Bewerbung an Twitch dann raushauen können. Erstmalig für den Partnerstatus, und wenn dann die Drops erstmal da sind, dann könnt ihr euch dann darauf verlassen, dass ich noch aktiver natürlich auf Twitch bin, weil ja, dann hast du natürlich dann auf einmal die Drops, und dann wird vieles dann halt eben auch noch cooler werden, als es ohnehin schon ist. So, ne? Deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen bis dahin hier. Das ist heute wirklich ein bisschen länger gegangen, aber ich hoffe, es ist nicht schlimm. Wer bis zum Ende dabei gewesen, schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es das soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.